Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es wieder um ungewöhnliche Werkzeuge. Heute mal alles ohne Strom, nur mit Hand. Und ich sage euch, da sind zwei Werkzeuge dabei, die sind meine absoluten Lieblingswerkzeuge, könnte man gar nicht glauben. Und die anderen sind auch echt cool und die werde ich gleich mal für euch ausprobieren. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Ich muss sagen, ich mag dieses Format ungewöhnliche Werkzeuge total gern. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr es genauso sehr mögt wie ich. Denn heute werden wir Löcher machen ohne Bohren. Wir werden Rohre reinigen ohne große Maschinen. Wir werden Dinge biegen. Wir werden sehr kleine Schrauben reinschrauben und wir werden Blindennieten ziehen. All das mit genau diesen Werkzeugen. Und wir werden quasi alles schneiden, was irgendwie geht. Das haben wir heute in diesem Video. Und wir fangen einfach mal beim ersten Thema an. Und das war mir persönlich ein Anliegen, das in diesem Video mit drin zu haben. Das ist nämlich genau dieses Set hier. Du kannst diesen kleinen Schrauber, ja, den kannst du auch, den kannst du auch einzeln kaufen von Vera. Und hier ist es so, du kannst normalerweise deine Bitsätze und so weiter kannst machen und tun. Aber du brauchst häufig im Haushalt oder auch bei Elektrogeräten sehr kleine Schrauben. Und dafür ist dieser Schrauber da. Denn wenn du zum Beispiel dein MacBook auseinanderschrauben möchtest oder deine Weihnachtsbeleuchtung, irgendwelche kleinen Sachen hin und her schrauben möchtest, dann brauchst du wirklich so kleines Werkzeug. Du kannst diesen kleinen Schrauber auch einzeln kaufen, aber auch das ganze Set. Ich zeige dir das gleich mal. Aber erst einmal, du hast hier folgendes, du hast einen sehr schönen kleinen Griff. Du hast hier hinten aber auch nochmal, das Ganze ist hier beweglich. Dadurch kannst du beim Schrauben Folgendes machen. Du hast es hier in der Hand, ja, und du drehst das so. Das heißt, du hast das hier hinten mit dem Finger so in der Hand, hältst das fest und du kannst dann sehr schnell rein und raus drehen. Und erst wenn es fast kurz so fest ist, dann machst du nochmal zack und dann ist es fest. Ich muss sagen, ich benutze sie schon seit Jahren und ich liebe sie, deswegen wollte ich sie euch unbedingt mal mitgeben. Und hier haben wir mal das gesamte Set. Ihr seht hier auch eine Farbmarkierung, das heißt, wir haben hier Kreuz, das heißt hier von klein zu sehr klein. Ich glaube, das kann man hier kaum noch drauf kriegen. Hier haben wir nochmal sehr, sehr klein. Das sieht aus wie ein Stift nur noch, aber hier ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Kreuzschraubendreher hier drin. Dann haben wir hier natürlich auch, mal so, dann haben wir hier auch Schlitz, ganz logisch. Dann haben wir hier, das habe ich noch nie benutzt, was ist denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung, schreibt es gerne mal in die Kommentare, kenne ich nicht, nie benutzt. Dann haben wir das Ganze eine Nummer größer. Dann haben wir hier auch, was ist das denn? Irgendeine andere Form von Schlitz. Dann haben wir hier einen sehr kleinen Torx, ja, nochmal einen anderen und noch einen anderen. Und ihr seht, damit kann man wirklich schöne Sachen mitmachen. Ja? Also da kann man wirklich auch die kleinen Dinge auseinanderbauen. Und auch nochmal hier so ein kleines Werkzeug, also da bin ich wirklich kein Profi, zum Hebeln oder irgendwas rauskriegen haben wir auch noch dabei. Dieses Set benutze ich bei mir zu Hause immer und immer wieder, das habe ich sogar bei mir in der Küche in der Schublade liegen, weil man häufig genau diese kleinen Schraubendreher braucht. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe das Ganze nochmal eine Nummer kleiner, aber da als so Mini-Bit-Set, das gibt es auch noch, das verlinke ich euch unten auch mal in der Videobeschreibung. Das macht richtig Sinn, wenn ihr so fitzelige kleine Mini-Arbeit macht. Also ich meine, ich glaube, jetzt mein MacBook auseinandergenommen habe, ich dieses Set dann benutzt, wo es dann nochmal eine Nummer kleiner brauchte bei einigen Stellen. Das Set kostet nicht wirklich viel und eine Videobeschreibung zu finden, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Genauso wie das nächste, wie das hier. Kommen wir zu unserer Alles-Schere und die ist bei mir aus der Werkstatt nicht mehr wegzudenken. Viele von euch benutzen doch auch so eine Schere in der Werkstatt, womit sie eigentlich fast alles schneiden, aber das ist dann so eine normale Haushaltsschere, die irgendwann dann hin ist, weil sie so verknattert ist und so, naja. Diese Schere, damit kannst du wirklich eigentlich
alles schneiden. Und wir fangen mal vorne an. Wie kriege ich diese Schere hier raus? Eigentlich brauche ich eine Schere, um diese Schere hier rauszubekommen. Und da will ich euch nämlich auch was zeigen. Aber erst einmal schauen wir uns mal an, wie kriegen wir diese Schere hier raus. Weil das ist nämlich der Klassiker, ja? Dass wir hier Folgendes machen. Wir fummeln das hier irgendwie so auf. Mal gucken. So. Jetzt haben wir hier noch was. Fummeln wir das hier noch. So geht das Ganze. Aber mit dieser Schere ist es so, kannst du auch Folgendes machen. Ja, kannst du genau solche Blisterverpackungen oder hier, jetzt haben wir hier von Milwaukee was, kannst du dann so aufschneiden, machen und tun. Das geht richtig gut mit dieser Schere. Damit kannst du zum Beispiel auch Elektrokabel schneiden. Da kannst du auch also so Kabel schneiden, so ein bisschen Pappe, Papier, alles Mögliche. Sogar dünnes Blech kannst du damit schneiden. Schaut mal hier, wir haben wirklich dünnes Blech und was machen wir hier? Zack, nochmal hier. Das funktioniert und danach kannst du jetzt wieder hier Pappe nehmen. Kannst auch immer noch deine Pappe schneiden. Also ich hab das Gefühl, ich bin ja bei QVC, wie bei diesen, ein Messerset und zu diesem Messerset geben wir dir noch dazu 2 Gabeln, was auch immer, oder ein Fisch. Aber nee, darum geht es gar nicht. Ich muss einfach sagen, das Ding kostet 10 €, hat hier einen schönen Rückstellmechanismus mit der Feder hier. Du kannst das hier auch einfach einhaken. Moment, einhaken. So. Wie kann ich das jetzt nicht einhaken? So, einhaken, dann bleibt es eben so kompakt. Du kannst es wirklich für alles Mögliche nutzen. Kostet nur 10 €. Kauf dir das einfach mal. Da hat Stanley was richtig Geniales gemacht. Kommen wir zum nächsten. Du willst einen Dübel setzen und hast keine Bohrmaschine, gar kein Problem. GoTool ist dein Shop für echte Werkzeugfans. Nein, Spaß. Dafür gibt es von Wiha etwas, wo du ohne Maschine, wirklich ohne Maschine, hier ein Loch machen kannst oder da ein Loch machen kannst, laut Angaben, die wir hier haben, und dann einen Dübel reinsetzen kannst und etwas befestigen kannst. Und das schauen wir uns doch mal an, von Wiha. Das Ganze ist so gedacht, dass du das erstmal aufmachst. Moment, hier drin ist, da haben wir es, hier drin ist das hier. Und das hier ist kein normaler Schraubendreher, sondern das hier ist unsere Bohrvorrichtung. Hier sehen wir auch Folgendes, und zwar, hier seht ihr eine Bezeichnung. Hier steht, wie viel Millimeter Tiefe wir haben. 20, 30, 40, 50, 60. Ich hoffe, das bekommt ihr hier zu sehen. Und da kannst du sehen, wie viel von hier vorne nach hinten das Ganze tief ist. Und gedacht ist es einfach so, ich nehme das und schlage es in die Wand wirklich ein. Und zum Beispiel soll das Ganze funktionieren in sowas wie das hier, in Ytong, aber auch in Hohllochsteinen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ich finde sie ein bisschen verrückt, aber gucken wir mal. Wir haben jetzt also ein Loch von 50 mm Tiefe und könnten da jetzt so einen Dübel setzen. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Also ich sag mal so, es funktioniert. Wir probieren es mal nochmal. So, schaut mal hier. Ihr könnt hier genau sehen, wie tief ihr seid. So, jetzt sind wir noch nicht ganz bei 50, wir wollen aber 50 haben. Zack, bumm, 50. Also was ich mich ja frage ist, kann ich dann nicht auch jeden normalen Schraubendreher für nehmen, der für Schlag geeignet ist? Aber er ist dafür da. Also wenn du hier Ytong hast, dann mag das funktionieren. Aber es soll ja auch hier funktionieren und das probieren wir auch mal aus. Also ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir machen die Kammern hier kaputt. Ich versuche euch das mal nochmal so zu zeigen, dass man das wirklich mal sieht. So, ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert und zwar
ehrlicherweise deutlich besser, als ich dachte. Du kommst wirklich damit in das Material rein. Selbst bei Hohllochsteinen funktioniert das Ganze. Also wer vielleicht anfangen möchte mit Heimwerkern und hat solche Materialien verbaut, dann geht das. Das geht natürlich jetzt nicht in deine Stahlbetonwand oder so, oder selbst bei Kalksandstein wird das nicht funktionieren, aber bei bestimmten Materialien ist das eine echte Alternative, brauchst du gar keine große Maschine mehr rausholen. Was ich eigentlich auch cool finde, ist, du hast ja kaum Schmutz, der entsteht. Normalerweise ist es ja so, dass du das Loch bohrst, dann wird das Bohrmehl ja raustransportiert. Hier wird es einfach nur verdrängt. Man muss aber dazu sagen, und ihr schreibt mal gerne mal eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare unten, muss ja schon sagen, bei so einem Hohllochstein, wenn du jetzt hier auf so einen Zwischensteg triffst, dann wird Folgendes passieren, dann wird er in sich wegbrechen. Deswegen ist es ja auch empfohlen, solche Steine nur zu bohren ohne Schlag. Das heißt, wirklich sauber ein Loch reinzubohren. Das ist da, glaube ich, schon eher die bessere Alternative. Aber in Ermangelung von Alternativen kann das hier wirklich ein Thema sein. Kommen wir zum nächsten, und zwar hier einer Blindnietzange. Das Ganze ist von Gesipa, kostet 65 €. Du hast hier den Auffang, den Auffangbehälter. Und hier hinten hast du auch noch zwei weitere, also die 1 und hier nochmal 2 weitere Aufsätze, um verschiedene Nietgrößen für dich setzen zu können. Wer nicht weiß, was Blindnieten sind, das probieren wir einfach mal aus, dann seht ihr das und ihr seht auch, wie gut das funktioniert. Und für 65 € ist es schon eine coole Lösung, weil das Ganze gibt es ja auch als akkubetriebenes Gerät. Kostet da gefühlt das 10-fache, nicht ganz, aber kostet richtig, richtig Kohle. Und Blindnieten, sage ich euch, ist etwas, guckt euch das mal an. Damit kann man echt interessante Sachen machen. Ihr setzt das einfach hier ein, dann habt ihr hier ein Loch vorgebohrt, dann kommt die Zange hier rein, so. Und jetzt am besten schauen wir uns das mal von oben an. 1, 2, 3, 4, 5 und zack. Ja, hier ist es fest und der Stift kommt jetzt raus. Auf die Art und Weise könnt ihr wunderbar zum Beispiel 2 Bleche miteinander verbinden oder auch andere Materialien. Das ist schnell, einfach, kostengünstig und macht ehrlicherweise auch richtig Spaß. Jetzt kommen wir zum Thema Biegen. Und zwar haben wir hier eine Rohrbiegezange. Und nein, wir reden nicht von solchen Rohren, sondern von kleinen Rohren oder kleinen Metallteilen oder kleinen Metallstangen wie das hier zum Beispiel. Das hier, ich habe nachgelesen, das Ganze ist zum Beispiel auch für Hydraulikleitungen oder gedacht. Aber ich werde einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das überhaupt. Denn wir haben hier so einen kleinen Wackeldackel und ja, ich bin echt kein Experte darin, das wisst ihr doch selber. Aber wir können das jetzt Ganze hier einsetzen und dann können wir so das hier rumbiegen und können hier hier steht es auch drauf, für bis zu 180 Grad Biegung können wir machen und können das Ganze herstellen. Ich probiere es einfach mal live mit euch aus. Ich nehme jetzt hier so ein Stück Metall, dazu das hier ein. Wartet mal. Wir machen gleich mal eine Nahaufnahme, aber eins nach dem anderen. So, so und jetzt gucken wir mal. Wow, wow, wow. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, was ist denn hier los? Das ist ja richtig simpel und einfach. Ja, gibt hier noch so ein bisschen, oder was heißt gibt nach, aber ja, das ist ja genial. Und ihr seht jetzt hier, ihr habt auch hier eine Skala, 0 Grad, 45, 90, 135, 180 Grad. Das geht richtig gut, aber wir machen das jetzt nochmal. So, schaut mal, wie leicht das hier rüber geht. Das ist ja wirklich spielend leicht. Jetzt machen wir mal, jetzt habe ich leider ein bisschen zu viel gemacht. Ich wollte nur 90 Grad machen, aber so. Und ihr habt einen richtig schönen Radius. Ja, das ist ja genial. Und wenn man das regelmäßig benutzt, sind die 60 € dafür echt ein Schnapper. Also das finde ich schon eine richtig geniale Sache. Hätte ich auch schon ein paar Mal gebrauchen können für genau solche Materialien. Also das kommt mal auf die Liste, das behalten wir mal lieber. Ja? Kommen wir zum nächsten Thema und das kann eigentlich jeder, zumindest jeder Eigenheimbesitzer irgendwann mal gebrauchen, und zwar
das hier. Das ist ein Rohrreinigungsgerät. Und auch hier machen wir es so, wir erkunden das gemeinsam. Denn du hast jetzt irgendwie ein Rohr, dass du so eine leichte, sagen wir ganz bewusst, eine leichte Verstopfung hast. Wenn das eine verkrustete, harte Verstopfung hat, dann brauchst du wahrscheinlich ein anderes Gerät. Aber ja, der Klassiker, ich hatte das letztens auch, das Waschbecken war verstopft, bin ich mit dem ähnlichen Gerät auch reingegangen. Aber das war deutlich teurer. Und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ui, das sieht überschaubar aus, denn das Ganze sieht genau so aus. Und wir haben hier 7,5 Meter. So, und hier ist der. Wir haben hier 7,5 Meter Schlauchdraht. Wie nennt man das eigentlich drin? Jetzt haben wir eine Handkurbel, die können wir hier festmachen. Einfach festdrehen. So. Wie eben schon gesagt, wir haben hier 7,5 Meter Schlauch, kann man nicht sagen. Wie nennt man das? Spirale. Ja, hier drin. Und jetzt können wir ganz einfach Folgendes machen. Wie benutzen wir das dann einfach? Wir nehmen jetzt das hier raus und sagen jetzt zum Beispiel, oh, okay, ich führe das irgendwo in ein Rohr ein. Das ist ja sehr flexibel, ja, kann um die Ecke, kann machen und tun. Ich führe das in das Rohr ein, bis irgendwann eine Verstopfung kommt. Also ich sage so, da komme ich irgendwie nicht weiter. Dann kann ich das Ganze nehmen, halte es hier und kann dann hier drehen. Ja? Kann das mit der Hand drehen, kann es vorwärts drehen, kann es rückwärts drehen, um es wieder auch lose zu bekommen. Dann merkt ihr irgendwann, oh, Widerstand ist weg. Dann könnt ihr es rausziehen, vielleicht auch die Dinge, die verstopft sind, die werden sich ja auch festsetzen, dann abmachen. Ihr könnt es auch nochmal neu rein tun, nochmal weiter rausziehen. Ja? Und dann könnt ihr wieder weiter drehen, um die Verstopfung zu lösen. Ich habe das auf die Art und Weise auch schon gemacht. Also nicht mit dem Gerät, aber so ähnlich. Und übrigens, jetzt haben wir bis zu 7 Meter Draht, Spirale, was auch immer. Ihr seht aber auch Folgendes. Das Ganze kann ich hier, ich stelle es mir mal hier hin, kann ich auch wunderbar wieder einführen. Das geht wirklich gut und ich muss hier nichts drehen, nichts machen und tun. Ja. Das funktioniert. Zusätzlich kann ich auch Folgendes machen. Ich kann nämlich Folgendes machen, ich kann den Griff hier abmachen und wenn du sagst, oh, das ist eine größere Verstopfung, da muss auch ein bisschen Energie rein, dann machst du Folgendes. Dafür ist hier die Welle da, die kannst du hier in deinen Akkuschrauber rein tun. Moment, so, einmal festziehen. So, und jetzt kannst du mal Folgendes schauen, hier dreht sich das auch wunderbar. Und damit bekommst du eben noch mehr Energie hier vorne drauf und kannst schneller arbeiten. Finde ich eine coole Sache, kostet 110 €, aber ich sage mal ganz ehrlich, 110 € ist auf jeden Fall günstiger, als jemanden zu holen, der es entfernt. Du hast keine Kappsäge und möchtest trotzdem etwas sägen, dann könnte das hier genau dein Ding sein. Für rund 15 € nur bekommst du genau das hier, eine Gärungslade. Da hast du eine Säge mit dabei und ganz ehrlich, für 15 € kriegst du das Stück Kunststoff und die Säge hier. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann kannst du Folgendes machen. Nehmen wir das hier mal ab. So. Weg damit. Dann nimmst du hier ein Stück Holz, legst das hier rein und dann steht hier auch dran, was du hast. Hier hast du 45 Grad, 22,5 und 90 Grad. Und dann tust du es einfach rein und sägst. Wir machen mal Folgendes. Wir sägen jetzt einfach mal 90 Grad einmal ab und gucken mal, wie wir das finden. So, Moment. Machen wir nicht. Machen wir auch einfach mal nicht. Nicht, weil es nicht geht, sondern weil, dieses Gewackel. Und ganz ehrlich, ich habe hier eine Kappsäge, ich habe keine Lust da drauf. Ja, wird das jetzt gehen? Ja, schon. Wir legen mal 22, noch was an. Moment. Boah. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Ja, das funktioniert. Man muss sagen, das ist keine Japan-Säge, das ist schon eine Säge, die funktioniert. Aber das ist keine Säge, wo du sagst, da habe ich jetzt aber richtig schnell einen Sägefortschritt.
Guck mal hier, die 22,5 Grad. Ja, hat funktioniert. Hier habe ich mich mal einmal ein bisschen versägt, das ist mal das Typische. Aber von der Vorrichtung her ist das okay. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, du möchtest auch mal von Hand arbeiten oder du möchtest für deinem Kind was geben, um mal irgendwas mal abzusägen. Ich glaube, ich habe keine Kinder, ich würde es vielleicht aber so machen. Du hast hier 2 Schrauben, die kannst du irgendwo festschrauben. Das ist halt anlegen, festschrauben. Dann kannst du hier dein Stück Holz reintun und kannst du im Verhältnis relativ gefahrlos auch mal was sägen, wenn du so eine Säge nicht hast oder dich nicht bereit fühlst für eine elektrische Säge. Für 15 € völlig okay, aber ich gehe jetzt, glaube ich, zu meiner Kappsäge. Schaut mal, was ich bei der Kappsäge gefunden habe. Und zwar genau das hier, Vera Kraftform Kompakt. Auch nochmal eine tolle Sache aus dem Hause Vera. Da kannst du Folgendes machen, wenn ich es aufkriege. Schaut mal. Wir haben hier das hier. Nein, das ist nicht nur ein Schraubendreher, sondern das ist Folgendes. Ihr habt hier, jetzt ist die Frage, ist Sebastian dazu doof zu? Ah, ich glaube, das machst du so. Hier drin, schaut mal, das ist schon genial. Ja? Hier drin hast du deinen Bit, den kannst du rausnehmen, kannst du hier reintun, zack. Dann kannst du wieder oh, das ist ja wirklich. Das kann ich jetzt ein paar Stunden machen. Oh. Das ist geil. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Jetzt hast du richtig schön mit Ratschenfunktion einen Schrauber. Kannst hier einstellen, jetzt sind wir auf Rechtslauf. Ich kann es feststellen, das ist fest. Auf Linkslauf, also zum Rausdrehen. Oh. Also der Schrauber hier kostet 35 €. Wir haben hier drin Kreuz und Schlitz. Ja, du kannst natürlich auch andere Bits hier rein tun. Aber ich sage dir, ganz ehrlich, nur für dieses Geräusch will ich schon kaufen. Mega. Und du hast hier jetzt wirklich, wenn du das hier so nimmst und verstaust, hast du einen kleinen, kompletten, ich sag mal, Werkzeugkasten. Ja, den kannst du hier einfach irgendwo hinlegen und hast alles, was du brauchst, parat. Mega genial. Du hast gesehen, wir haben jetzt Löcher gemacht ohne Bohren. Wir haben auf Gärung gesägt, wir haben Blindnieten gesetzt, wir haben 1000 Sachen gemacht. Schreib mir bitte in die Kommentare, welches von diesen Geräten du am besten fandest und ob wir damit weitermachen sollen. Und wenn du Vorschläge hast, was wir uns hier mal anschauen können, gerne auch das in die Kommentare. Wir lesen uns und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.